Hallo Nina. Hi Luisa. Wo bleibst denn du? Ja, ich bin so in 5 Minuten da ungefähr. Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Was schreibe ich ihr? Dass wir im Stau stehen? Schreibt sie dir die ganze Zeit? Ja, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh, Lina, sprich mir mal nach. Joanna ist eine gelangweilte, einsame Hausfrau. Joanna ist eine gelangweilte, alte, einsame Hausfrau. Bis gleich, Lina. Ich habe die Blumen bestellt. Das ist mir egal. Machen Sie was. 19 Uhr. Die Blumen sollten jetzt hier sein. Oh, hi. Nein. Hi Merle, schön dich zu sehen. Kannst du dich um die Servietten kümmern? Ja, auch schön, dich wieder zu sehen. Hallo Gudrun, gut siehst du aus. Hallo Marc, schön dich zu sehen. Na, bist du auch schon so aufgeregt?
Nö, das wird schon. Und? Hast du auch was mitgebracht? Ich habe ja damals mit ihm die Zeitkapsel gemacht. Und ich bin echt gespannt. Selbstverständlich. Wir wollen ja nicht, dass der Abend zu trocken sein wird. Mit unseren Schülern. Gudrun, das sind nicht mehr unsere Schüler. Die vertragen mehr als wir. Entspann dich. Scheint ja sehr beliebt zu sein. Entschuldigung, ich komme da gerade nicht ran. Da habe ich einen Tipp. Handy aus und ran an die Bar. Na, ich weiß ja nicht. Ah, Joanna, meine Liebe. Oh, hallo Frau Beutler, schön Sie zu sehen. Gut siehst du aus, aber ein bisschen in Eile, was? Ja, ich habe noch was zu erledigen. Wo sind denn die Chucks geblieben? Meine Eltern meinen, ich soll mich ordentlich anziehen. Langweiler. Warte. Sehr cool. Und was machen wir zuerst? Wollen wir Tische bekritzeln oder heimlich auf dem Klo rauchen? Du warst schon immer ein schlechter Einfluss. Auf einen unvergesslichen Abend daher. Madame? Ey Micha, das ist ein Parkplatz und kein Museum. Hey Quentin, ich wusste gar nicht, dass du eine Penisverlängerung fährst. Warte. Aha, die 90er haben angerufen. Die wollen ihr Auto zurück. Ja, super. Hast du auch gleich nochmal nachgefragt, ob dir jemand Python erklären kann? Was willst du überhaupt hier? Deine Lebensgeschichte erzählen und fragen, ob es ein Rückgaberecht gibt? Oh, guck mal, wie schön. Und wir sind natürlich die Ersten. Gut, dass wir jetzt am Aufbau nicht da waren. Das sieht super aufwendig aus. Bestellen wir erstmal? Ja, okay. Hallo, Hallo. 2 kurze bitte. So, worauf trinken wir? Gelangweilte alte Hausfrauen oder? Hallo Merle. Hi, Hi. davon brauche ich auch einen. Bitteschön. Noch einen bitte. Danke. Joanna? Wer sonst? Oh, hallo Micha. Micha, hi. Hi. Habt ihr noch einen für mich? Ja. Hier. Bitteschön. Joanna? Quentin. Wieso, was ist mit ihm? Er macht einen auf dicke Hose. Naja, wenn ich reich wäre, würde ich das auch jedem unter die Nase reiben heute Abend, ne? Ist auch schon da. Oh ja. So ein Arschloch. Auf uns. Wow, Leute, guckt euch bitte mal um. Wie geil ist das denn? Als wäre es gestern gewesen, sehe ich jeden von euch noch in der schäbigen Schulaula stehen und das Abi-Zeugnis entgegennehmen. Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind, um mit mir auf den besten Abi-Jahrgang der Welt anzustoßen. Es ist für alles gesorgt. Bei Fragen wendet euch gerne an mich. Ansonsten, lasst die Party beginnen! Woohoo! Tschüss, Mädels. Oh. Hi. Nee, sorry, da ist besetzt. Schau mal auf die Tischkarten. Ja, klar. Wie hieß jetzt nochmal dieser See, um den du gelaufen bist? Baikare Moana. Merle. Quentin. Und die Wanderung ging quasi einmal um den ganzen See herum.
Also 46 Kilometer. Du bist 46 Kilometer um einen See gewandert? Wow. Ja, aber es ist ja auch schon richtig lange her. Du bist doch praktisch gerade erst wiedergekommen, oder? Ja, tatsächlich bin ich eigentlich gerade erst aus Thailand zurück und war dann am Ende in 26 Ländern und habe mich jetzt doch entschieden, dieses Buch zu schreiben über meine Reise. Ein Buch? Heute schreibt man Blogs. Ja, oder man ist halt bei Insta, ne? Das habe ich auch. Ich auch. Ich habe 900 Follower. Sag's schon. 17.000. Und 3 Verlage sind jetzt schon an dem Buch interessiert. 3 schon? Wow, dann ist die Sache mit Quentin ja doch nicht so dramatisch, was? Welche Sache mit Quentin? Ach, Lina hatte da so einen Vertrag mit Quentin an Land gezogen, dann ist das irgendwie doch nichts geworden. Was? Und was gibt's denn eigentlich bei dir so Neues? Also, unser Haus ist jetzt fertig renoviert und wir haben jetzt einen Mähroboter uns angeschafft. Und im Herbst sind Stadtratswahlen, da würde ich mich eventuell aufstellen lassen. Und wie geht's deinem Mann? Oh, super. Ja, alles perfekt. Er arbeitet viel, aber ist alles gut. Willst du es denn machen? Ja, ich überlege noch. Also, wenn noch mal sowas wie Corona kommt, dann wird es natürlich Wie super war das denn stressig. eigentlich in Thailand mit Corona? Das war ziemlich krass. Also wir hatten lange Ausgangssperren und die Polizei hat ziemlich viel kontrolliert. Hallo, ihr Lieben. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass ihr damals gemeinsam mit mir eine Zeitkapsel vergraben habt. Hier auf dem Tisch findet ihr die Gegenstände, die ihr damals in die Kiste hineingelegt habt. Ihr könnt sie euch nachher in Ruhe ansehen. Gott. Und natürlich habe ich auch eure Briefe dabei. Die ihr damals selbst an euch geschrieben. Oh ja. Die lesen Sie jetzt aber nicht laut vor, oder? Nein, Liebes, ich lege sie hier aus und wer will, kann seinen Brief nachher in Ruhe durchlesen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Na, meine Liebe, findest du deinen Brief nicht? Er ist nicht hier. Vorhin habe ich ihn noch gesehen. Ich schau mal, ob er bei mir noch im Kofferraum liegt. Was hast du da? Ja, was glaubst du? Das ist nicht Joannas, oder? Los, lies vor. Lies vor. Okay. Liebe Zeitkapsel, in 10 Jahren möchte ich als Model entdeckt worden sein, in New York leben und ein weiteres Apartment in Paris haben. Ich möchte viel von der Welt gesehen haben und nach so vielen Jahren in der Schule meine Freiheit und Unabhängigkeit genießen. Als erfolgreiches Model kann ich entscheiden, wann, wo und wie viel ich arbeite. Und ich bin mit einem Profisportler verlobt und habe aber Affären mit diversen Fotografen. Nein. Okay, alles klar, ja. Model, Paris, New York. Das ist so krass. Aber krass finde ich doch, dass sie sagt, sie will verlobt sein, aber hätte gerne Affären mit diversen Fotografen. Hä? Famous Princess, vor allem nicht. Hat sie nicht Flugangst? Ja, Paris. Hallo.
wollte eigentlich eine motivierende Partyrede schreiben, aber sie wird jetzt nachdenklicher. Liebe Frau Beutler, danke, dass wir noch mal sehen konnten, was uns wichtig war und was wir uns vornahmen. Wir haben uns alle viel zu erzählen. Keiner ist denselben Weg gegangen und ich habe mich gefragt, was uns als Generation ausmacht. Generation. Wer und was gehört eigentlich dazu? Meine Großeltern konnten mir genau sagen, wo sie die Mondlandung gesehen haben. Und meine Eltern wussten noch genau, was sie am Tag des Mauerfalls getan haben. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich nicht mal, was sie auf dem letzten Festival gemacht haben. Danke, Robby. Ist eine Generation, die keine kollektiven Erinnerungen hat, überhaupt eine Generation? Das ist ein guter Punkt. Kein bedeutendes Ereignis hat, an das sich alle gemeinsam erinnern können? Jeder bleibt für sich. Ich muss mal. Wir verlieren uns immer weiter und weiter. Zum Glück kam dann ja Corona. Das vergessen wir so schnell nicht. Zu früh? Naja, gut. Hey, Joanna. Oh, nee, halt dich fern von mir. Hi, Schatz. Hi, na, wie geht's dir? Kannst du mich abholen? Bitte. Aber du hast doch gesagt, dass... Wie soll ich denn da nach Hause kommen? Oh, Schatz, bitte. Schatz? Hallo? Wenn wir uns als Generation nicht darüber einig sind, was wir gemeinsam haben, sind wir denn dann eine Generation? Und wer gehört zu dieser Generation? Unsere Großeltern mussten wieder aufbauen. Unsere Eltern sollten es besser haben und uns hat man dann auch noch mehr Freiheit geschenkt. Und wir wissen gar nichts damit anzufangen. Wir können keine Beziehung führen. Wir wissen nicht, was wir beruflich machen sollen. Die große Auswahl zwingt uns in die Knie. Es scheint, als hätte uns niemand darauf vorbereitet. Sollen wir reich werden? Sollen wir reisen? Scheitern? Die Welt retten? Glücklich sein? Reich werden! Jetzt mach uns hier die Stimmung nicht kaputt mit deinem Weltschmerz. Naja, zum Glück haben wir ja alle selbst die Freiheit zu entscheiden, was uns wichtig ist. Auf eine geile Party. Ist auch mal ganz gut, ne? Oh ja. Hey Tomke, was machst du jetzt eigentlich? Ausbildung bei Ahrens und bin immer noch da. Und jetzt sogar in der Logistik vor allen Dingen. Und du? Ich studiere, immer noch. Alles richtig gemacht. Wie viele Semester macht das jetzt? 19 sollten es jetzt sein. Kriegst du denn schon Mengenrabatt? Dafür bin ich seit 10 Jahren nicht vor 11 aufgestanden. Hey, wo legt ihr euer Geld an? Ich habe einen Bausparvertrag. Und all mein Erspartes liegt auf meinem Konto. Oh mein Gott, wisst ihr denn nichts über Geld? Wir wissen, dass Geld nicht alles ist. Psst, die Erwachsenen reden jetzt. Kennt ihr meine App eigentlich nicht? Da könnt ihr euer Geld vernünftig investieren. Ihr müsst nichts tun und das Geld arbeitet für euch. Ich bin gegen die Ausbeutung von wehrlosem Geld als Arbeitskraft. Tomke, dein Geld auf dem Konto verliert konstant an Wert. Mit meiner App kannst du in alles vernünftig investieren. In NFTs, ETFs, Rohstoffe, Fonds. Völker hört die Signale auf zum letzten Hör mal auf. Was kostet deine App eigentlich? Nichts. Also einzelne Trades kosten schon Gebühren, aber die App an sich und das Depot vollkommen kostenlos.
Ein Bier bitte. Arschloch. Wie hast du mich gerade genannt? Ich meine ich doch gar nicht. Ach, du hast dein Bier beleidigt, oder? Das Bier hat angefangen. Soll ich ihm eins auf die Fresse hauen? Nein, danke. Ich regle meine Konflikte selbst. Mhm. Jetzt bin ich interessiert. Kotz dich aus. Oh, eine grandiose Idee. Die letzten 10 Jahre habe ich weise gemacht. Du hast keine Vorstellung. Ich glaube, die Dame da hinten möchte noch was bestellen. Los, komm. Komm schon. Geh ran. Geh ran. Ah. Joanna? Geld! Es geht ihm nur um Geld! Und wir alle sollen es wissen. Ich halte keine Sekunde länger mehr mit diesen Idioten in einem Raum Mann, aus! jetzt reiß dich zusammen. Ich dachte, du bist hier, um mich zu unterstützen. Unterstützen regt dich doch nicht so über Quentin auf. Der kann dir doch völlig egal sein. Ja, aber dieser Idiot, das ist doch das Reizste! Komm, hör auf. Du hattest eine wunderschöne Schulzeit und du heulst hier nur rum, weil Quentin irgendwas Dummes gesagt hat. Ganz ehrlich, freu dich doch einfach, dass du hier bist und alle deine tollen Freunde siehst. Wenigstens hattest du eine schöne Schulzeit. Was soll das denn heißen?
Ich muss. Achso. Oh. Außer dir hatte ich doch kaum Freunde. Schon gar nicht an unserer Schule. Und auch zwischen uns gab es mal Funkstille. Ach komm. Du standest in den Pausen immer bei den beliebten Leuten. Da hätte ich mich nie mit zustellen können. So schlimm war das doch gar nicht, Amy. Und ob. Außerdem hattest du auch nur gute Noten. Aber du doch auch. In Bio. Aber sonst ja nicht. Du übertreibst. Nee. Du warst der beliebteste Schüler der ganzen Schule und ich war Amy, die Außenseiterin mit den gefärbten Haaren. Das war mir nicht bewusst. Du hattest einen Schulbus voll Freunde und ich hatte dich. Du weißt überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Nein. Ich habe eine Freundin. Das wurde aber auch Zeit. Was? Kann man dann nur reich werden, wenn man links und rechts lügt, betrügt und kein Gewissen hat? Ist das eine rhetorische Frage? Lina, die App war meine Idee. Was? Das wusste ich nicht. Er ist bei meiner Firma aufgesprungen. Und als ich ihm die Gelegenheit bot, hat er mich einfach abserviert. Meine App sollte den Leuten zeigen, wie sie nachhaltig und ethisch vertretbar investieren können. Meine App hätte die Welt besser gemacht. Nicht reicher. Nicht reicher. Und? Merkst du schon was? Nee. Das kommt bestimmt gleich. Also je länger das dauert, umso mehr, glaube ich, wollt ihr mich verarschen. Ach Quatsch, du holst uns jetzt noch einen Schnaps, ja, und dann treffen wir uns gleich auf der Tanzfläche. Okay? Okay. Ja. Sag mal, wisst ihr, wo Johanna ist? Woher wusstest du das? Ich weiß das schon länger als du selbst. Okay. Wie? Ich habe schon in der 9. gesehen, wie du Joanna im Sportunterricht beobachtet hast. Und wo du hingeguckt hast. Shit. Oh Mann. Hatten die beiden eigentlich wirklich was? Wer? Ja, Joanna und Johnson. Keine Ahnung. Ich dachte, du weißt sowas.
Woher denn? Und du warst mit der halben Schule befreundet. Das haben wir doch schon geklärt. Ich hole nochmal Nachschub. Ich glaube, ich mache hier alles kaputt. Vielleicht ist es Zeit, dass du mal etwas ethisch Unvertretbares tust. Was meinst du? Wenn ich du wäre, würde ich mich rächen wollen. Wie spät ist es? 12:30. Ja. Alter Louis, reiß dich mal zusammen. Hast du das ganze Blut gesehen? Ja, schon. Wie kannst du da so gefasst sein? Jemand hat Quentin ermordet. Das ist schlimm. Aber hast du mal gesehen, wie er sich den ganzen Tag aufgeführt hat? Ja. Ich glaube, mir wird übel. Frau Beutler, was machen Sie denn hier? Ach, ich musste erst mal runterkommen.
Aber Sie müssen doch hier nicht alleine sitzen. Es sei denn, Sie möchten gern alleine sein. Ich würde jetzt nicht allein sein wollen. Warum? Na, der Mörder. Richtig. Ich wollte nur... Kommen Sie doch mit in den großen Saal zu den anderen, bis die Polizei da ist. Du hast ja seit einer Weile nichts mehr gesagt. Weißt du, ich bin auch ziemlich schockiert, dass... Naja, immerhin haben wir ein Alibi. Ein Alibi? Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und was, wenn einer von uns verdächtig wird? Du weißt doch gar nicht, ob das von der Zeit hinkommt. Was ist denn der verdammte Eispickel? Okay. Wir beide haben kein Alibi. Okay. Warum sollten wir verdächtigt werden? Stimmt auch wieder. Das war kein Selbstmord. Da hat jemand richtig heftig auf ihn eingestochen. Wer macht sowas? Gibt hier ja genug, die was gegen ihn hatten. Aber Quentin nicht mögen und Quentin umbringen ist nicht dasselbe. Willst du denn nicht endlich mal die Hände waschen? Hat doch nichts zu verbergen. Ich hatte Quentin lange nicht gesehen. Eigentlich mochte ihn niemand richtig. Früher war er eher der Außenseiter. Er wollte heute ganz schön mit seinem Geld angeben. Das ist ja aber kein Grund, ihn umzubringen. Auch wenn er sich heute wirklich daneben benommen hat. Ich weiß nicht, warum er sich so daneben benommen hat, okay? Ich glaube das alles nicht. Johanna Schneider? Micha hat Quentin umgebracht. Mit einem Messer. Ich hab's gesehen. Was? Nein! Du hast ihn einfach erstochen.
Ja, Ulrich, kommen Sie doch mal bitte mit ins Verhörzimmer. Was? Ich? Nein! Ich hab nicht... Lina kam... Micha und Quentin waren keine Freunde. Sie haben ein Startup zusammen gegründet und Quentin hat Micha rausgeschmissen. Nein! Du hast vorhin noch erzählt, wie sehr du ihn hasst. Hey, stehen bleiben! Also, wir nehmen jetzt mit zur Wache. Sie bleiben hier und fassen nichts an. Wir kommen dann später mit der Spurensicherung wieder. Das wird aber sicherlich einige Zeit dauern. Braucht ihr beide noch irgendetwas? Dann lasse ich euch allein. Ich hätte mich ja das nicht so getraut. Lina, es sind immer die, von denen du es am wenigsten erwartest. Ich hätte vielleicht gedacht, dass sie sich prügeln oder so, aber auf ihn einzustechen. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber mich hat's getan. Er hatte so ein großes Messer und hat einfach... Hat er dich gesehen? Nein, ich war ganz leise. Wo warst du? Im Getränkelager. Aber wo ist eigentlich Luisa? Ich schau mal nach ihr. Ich muss eh auf die Toilette. Ja? Okay. Ich glaub's nicht. Micha hat doch nie und nimmer Quentin umgebracht. Das klingt nicht nach Micha. Nee, das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber du glaubst schon, dass Quentin ermordet wurde. Ja, klar. Aber wenn es Micha nicht war, wer war es denn dann? Es hätten alle von uns gewesen sein können. Vielleicht könnte man schon ein bisschen mehr machen als die beiden Sherlocks von der Polizei. Ja, ich meine, vielleicht war es ja auch niemand von uns. Du meinst, Quentin hat Geschäfte gemacht mit den falschen Leuten? Genau. Aber niemand von uns hat jemanden gesehen. Falsch. Wir wurden nur nicht danach gefragt. Und außerdem, wo ist die Mordwaffe? Micha hatte kein Messer in der Hand. Also entweder hat Micha das Messer versteckt oder der wahre Mörder hat das Messer noch bei sich. Exakt. Aber was ist mit Joanna? Die hat Micha doch gesehen. Ja, das sagt sie. Du meinst? Es war dunkel, es war Alkohol im Spiel. Wer weiß, was Joanna gesehen hat. Ganz ruhig. Scheiße! Durchatmen. Mann, Merle, ich hab ihn überredet, ja? Was ist, wenn er dadurch jetzt... Luisa, beruhig dich. Das war nur ein bisschen MDMA. Ja, aber wer weiß, was das ausgelöst hat. Ja, vielleicht hat er ja jemanden angepöbelt. Er hat den ganzen Abend über Alkohol getrunken. Uns kann keiner dafür verantwortlich machen, dass wir ihm was gegeben haben. Wieso denn wir? Naja, ich hatte die Idee, wir stecken da beide mit drin. Ja, aber es ist trotzdem illegal. Ja, schon. Aber weißt du, wir waren doch den ganzen Abend nett zu ihm und wir haben mit ihm getanzt. Wir haben alle drei was genommen. Auf der Tanzfläche hat er sich benommen wie ein Arschloch. Ich habe ihn geohrfeigt und dann ist er weg. Ja, aber du bist ihm hinterher, oder nicht? Oder? Ja, ich hab's versucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ja, und dann? Dann bin ich doch wieder zu dir auf die Tanzfläche. Ach ja. Also wenn ihr einer zu viel genommen hat, dann wohl du. Hey, Lina. Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Es ist schrecklich. Ich hätte nie gedacht, dass Micha zu so etwas fähig ist.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, dass es Micha war. Ach ja. Das ergibt alles keinen Sinn für mich. Als ich mich vorhin mit ihm unterhalten habe, ging es eigentlich um nichts anderes. Er war so sauer auf Quentin. Aber ist die Sache zwischen den beiden nicht schon voll lang her? Ich meine, das kann doch kein Grund für einen Mord sein. Und außerdem ist doch gar nichts bewiesen. Ich weiß nicht. Ich meine, es war dunkel, wir haben alle viel getrunken. Manche Personen waren high. High? Ja, das habe ich zumindest von Merle und Luisa gehört. Hätte ich den beiden gar nicht zugetraut. Ich auch nicht. Ich habe es auch nur zufällig mitbekommen. Quentin haben sie aber auch was gegeben. Oh, interessant. Oh, hey. Merle, alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ich wollte nur... Die Kartons für die Deko holen? Soll ich dir helfen? Ich glaube, wir sollten hier jetzt nicht alleine rumlaufen. Wie meinst du das? Ich glaube nicht, dass es Micha war. Nein? Nein, ich kann es auch nicht begründen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass... Hast du einen Verdacht? Ja, wenn wir ehrlich sind, könnten wir es alle gewesen sein. Die hat Frau Beutler vorhin hier stehen lassen. Wie kommst du drauf? Nach der Sache mit Quentin habe ich sie gesehen. Sie saß allein hier im Dunkeln, hat wie wild auf ihrem Handy rumgetippt. Stand total neben sich. Naja, sie hat ja auch die Leiche gefunden. Ja, sie wirkte, als hätte ich sie bei irgendwas Verbotenem erwischt. Okay. Und am Anfang des Abends hatte sie einen Streit mit Quentin. Über was? Das weiß ich nicht genau. Konnte ich nicht hören. Ich konnte sie nur sehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es ein Streit war. So spät allein noch in der Bar? Setz dich. Und? Hilft der Whisky? Ich komme mir vor wie in einem Film. Ja. Das ganze Blut. Komisch, dass Micha keine Flecken am Hemd hatte. Die Spurensicherung regelt das schon. Und wenn es Micha nicht war? Ist der Mörder noch hier? Keine Sorge, uns wird nichts passieren. Quentin hatte eben viele Feinde gehabt. Feinde, ja? Ich war vorhin unvorsichtig mit der Weinflasche. Ich glaube, er ist noch hier.
Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Ja, gerne. Meinen Sie, es gibt Angehörige, die wir informieren sollten? Ich denke, das ist Aufgabe der Polizei. Ich frage mich, was aus seiner Firma wird. Haben Sie eigentlich Quentins App genutzt? Nein, ich selbst habe sie nicht genutzt. Merle meinte, Sie hätten sich am frühen Abend mit Quentin gestritten. Gestritten? Nein. Er hat meine Kiste mit der Zeitkapsel gesehen und wollte vorher wissen, was er über sich geschrieben hatte. Er konnte sich nicht daran erinnern. Er hatte einen Ruf zu verlieren. Ich habe keine Ahnung, warum es aussah wie ein Streit. Aber Amy, selbst wenn ich Streit mit jemandem habe, werde ich nicht gewalttätig. Geschweige denn, einem Menschen etwas derartiges anzutun. Das Messer, von dem Joanna gesprochen hat, wurde noch nicht gefunden, oder? Was soll jetzt diese Vollversammlung hier? Gibt's noch was zu trinken? Wir sind nicht überzeugt davon, dass Micha es war. Nils und ich, wir trauen es ihm einfach nicht zu. Selbst wenn er irre sauer war. Es sind immer die, von denen man es nicht erwartet. Aber Amy, Joanna hat es doch gesehen. Wir haben alle Alkohol getrunken. Und um 12:30 war es echt dunkel. Ihr glaubt mir also nicht? Wir schließen die Möglichkeit nicht aus, dass du scheinbar etwas gesehen hast. Also soll ich mir das alles eingebildet haben? Wie gesagt, wir haben doch alle was getrunken. Und dann wäre da noch die Mordwaffe. Micha hatte nichts in der Hand, es lag nichts am Tatort und er hätte auch kaum Zeit gehabt, sie zu entsorgen. Joanna, du meinst, es sei ein Messer? Sei? Wo ist das Messer? Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, du hast das gesehen. Das ist noch was anderes. So ungern ich Folgendes sage, aber stellt euch vor, ihr würdet Quentin ermorden. Ihr habt ihn alle gesehen, es wurde mehrfach auf ihn eingestochen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ja, egal wer ihn erstochen hat, er müsste voller Blut sein, oder sie. Mich hatte Blut an seinen Händen und seinen Unterarmen. Aber er hat doch Quentin umgedreht und seinen Puls gefühlt. Aus seinem Hemd war kein einziger Spritzer Blut. Und ihr habt gesehen, wie viel Blut auf dem Boden war. Wieso war auf Michas Kleidung kein Tropfen Blut? Und außerdem, niemand von uns mochte Quentin. Aber wenn Micha es nicht war, was hat Joanna dann gesehen? Danke, Merle. Endlich ein halbwegs sinnvoller Kommentar. Also ich finde, Joanna wirkt jetzt nicht so betrunken, als würde sie hier halluzinieren. Ich möchte jetzt noch mal klarstellen, dass ich nie jemanden umbringen könnte. Noch dazu ein Schüler. Es sind immer die, von denen man es nicht erwartet. Gudrun, niemand glaubt, dass du das warst. Wir können nichts ausschließen. Aber Sie sind jetzt auch nicht die Hauptverdächtige hier.
Wie bitte? Wie entscheidet ihr denn jetzt, wer hier hauptverdächtig ist oder nicht? Macht ihr das alleine unter euch aus oder kriegen wir das irgendwie mit? Sollen wir keinen Verdacht schöpfen? Das ist nämlich echt nicht okay. So war es auch überhaupt nicht gemeint. Wir haben euch hier zusammengerufen, um das offen anzusprechen. Wir nehmen uns selbst auch nicht aus. Aber stellt euch doch mal vor, Micha war das wirklich nicht. Stellt euch einfach folgende Frage. Glaubt ihr, dass es Micha war? Traut ihr es ihm wirklich zu? Oder glaubt ihr, es gibt hier doch viel zu viele offene Fragen, um hier irgendwie sicher zu sein? Also ich glaube Joanna. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Wenn es Micha nicht war, warum ist er dann weggelaufen? Vielleicht war es die Panik. Hauptsache, ich bin diejenige, die sich das hier alles eingebildet haben soll, oder was? Joanna, wir wollen dir glauben. Also, wenn sich hier jemand was eingebildet hat, dann ja wohl du. Wo wart ihr beide eigentlich? Bei den Getränken im Lager. Hast Leute für alles, was? Neidisch? Wir waren im Getränkelager. Eine halbe Stunde? Oh, jetzt hör auf! Ich auch. Bleib doch stehen! Ich fahr nach Hause! Sag mal, hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Du kannst es nicht fahren! Dann rufe ich mir halt ein Taxi. Klar. Ruf du mir ein Taxi! Mach ich! Aber erst wenn du dich beruhigt hast. Ja, Marc! Hör zu! Wir waren zu der Tatzeit vermutlich noch zusammen. Ich habe auf die Uhr geschaut und 1:45 bist du weggegangen. Ich weiß nicht, was du diesen 15 Minuten gemacht hast. Ich? Was ich gemacht habe? Ja! Und du weißt nicht, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Hast du Micha wirklich gesehen? Oder hast du etwas gesehen und glaubst, es könnte Micha gewesen sein? Oder hast du gar nichts gesehen? Und hast das nur behauptet, weil es in dem Augenblick so aussah? Joanna, nur weil dein Leben aus den Rudern läuft, deine Freunde sich von dir abwenden und du deinem Mann hintergehst, dass du deswegen keine Geschichten über andere finden. Oder hast du... Quentin... Hat er uns gesehen? Was hast du in diesen 15 Minuten gemacht? Ich habe gesehen, wie Micha Quentin erstochen hat. Und warum war kein Blut auf seinem Leben zu sehen? Weil du zu viele Actionfilme guckst. Was haben die Actionfilme? Und selbst wenn ich dir den Mord gestanden hätte, du könntest eh nicht anders. Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Was stimmt eigentlich nicht mit dir, hm? Wieso? Ich kümmere mich. Nee, du räumst Joanna mega hinterher die ganze Zeit. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und ich meine, hast du dich mal umgeguckt? Das ist doch alles nicht mehr normal hier. Und Joanna hat es jetzt halt am schlimmsten erwischt. Klar, Joanna, weißt du, werd mal erwachsen, Lina. Du bist doch kein Dienstmädchen. Wie du Joanna die Welt zu Füßen legst und sie verteidigst bis aufs Blut. Du, halt mal die Luft an. Du übertreibst total. Ich übertreibe? Ja. Du bist plötzlich wieder 13. Ich bin heute kein Paradebeispiel, wirklich nicht. Aber du setzt dem Ganzen richtig die Krone auf. Du spinnst doch. Ja, nee, du bist direkt zu dir gerannt. Was denkst du? Lass da noch mal draußen gucken. Ja, okay. Wo ist meine Weste? Die hast du schon eine ganze Weile nicht mehr angehabt. Ich guck noch mal eben, vorhin hatte ich die eigentlich noch. Ich gehe schon raus.
Hallo? Hallo? Schaut, was ich in der Küche gefunden habe. Na? Sieht das aus wie ein Messer? Was? Was hast du gesehen, Joanna? Es war dunkel, es sah aus wie ein Messer. Joanna, hast du Micha gesehen? Ja, er war's. Ach, Bullshit, du hast nicht mal das Messer erkannt, aber Micha willst du gesehen haben? Es war dunkel. Es war ein Mann und Micha hatte Blut an den Händen. Er muss es gewesen sein. Joanna, wenn du nichts gesehen hast, warum hast du Micha dann beschuldigt? Lina, das ist doch die einzig logische Erklärung. Ist das dein Ernst? Du kommst hier in Tränen angekrochen. Und dann ist es dir scheißegal, dass die Polizei ihn benimmt. Was stimmt denn nicht mit dir? Ich hab dir vertraut. Lina, wir sind doch Freunde. Freunde, Joanna? Das ist 10 Jahre her. 10 Jahre. Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Was verheimlichst du uns? Hast du ihn umgebracht? Wie kannst du es wagen, mich zu beschuldigen? Dann verarscht du uns einfach nur so? Gib es doch zu! Du warst es, Joanna! Gib es zu! Was hat mich an dir angetan? Warum musste Quentin dran glauben? Schwör's jetzt! Sie war mit mir zusammen. Und warum sollten wir ihnen das glauben? Weil wir gemeinsam im Getränkelager waren. Hat Micha euch gesehen? Musste er deswegen weg? Du bist echt unglaublich. Ha, das war ja klar. Du setzt dich jetzt hin und hältst die Klappe. Ich denk nicht dran. Sie ist hier nicht in der Position, willkürlich Personen zu beschuldigen. Vor Ihnen werde ich mich nicht rechtfertigen. Dann erkläre es deinen Klassenkameraden. Wo warst du zu der Tatzeit? Ich war mit Amy im Kneipenraum. Amy? Wir waren nicht die ganze Zeit zusammen. Was? Du warst zwischendurch weg. Wo warst du da? Das gleiche kann ich nicht auch fragen. Ja, dann frag mich doch. Ich war bei den anderen auf der Tanzfläche. Und den Eisberg hast du zufällig gefunden, oder was? Arschloch! Jetzt warte doch! Also wir können uns jetzt gegenseitig zerfleischen. Oder wir verhalten uns wie Erwachsene. Wir gehen einfach jedes Motiv einmal durch. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Micha fälschlicherweise verhaftet wurde. Viele Indizien sprechen dafür. Gleichzeitig wissen wir nicht, wer Quentin wirklich ermordet hat. Woran liegt das? Viele von uns haben scheinbar ein Motiv. Das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Noch nicht. Wir sollten uns jedes Motiv und jede Geschichte genau anschauen. Weil die Wahrheit können wir nur sehen, wenn wir uns jede Version des Mordes einmal vorstellen. Wie meinst du das? Schauen wir uns Frau Beutler an. Gudrun Beutler,
Nach außen die nette, pensionierte Lehrerin. Die Lehrerin, die sogar daran denkt, die 10 Jahre alte Zeitkapsel mitzubringen. Ein riesiger Aufwand für einen Abiturjahrgang, den sie 10 Jahre nicht gesehen hat. Warum dieser Jahrgang? Antwort: Quentin ist in diesem Jahrgang. Frau Beutler glaubt an ihre Schüler. So sehr, dass sie Quentin bei seiner Firmengründung mit Startkapital geholfen hat. Daher der Streit zu Beginn des Abends. Frau Beutler wollte ihr Investment zurück, am besten mit Rendite. Quentin verweigert sich. Warum will Frau Beutler ihr Geld zurück? Sie war den ganzen Abend immer wieder an ihrem Handy. Auffällig, denn Frau Beutler ist nicht so beliebt. Und es war nervig. Der Benachrichtigungston war an. Warum schaltet sie ihn nicht aus? Als ob sie Fristen hätte, zu denen sie antworten musste. Und so ist es auch, denn Frau Beutler hat eine Spielsucht. Heute Abend hat sie noch mal viel verloren. Deswegen konfrontiert sie Quentin nochmal. Er hat, so wie sie auch, getrunken und reagiert genervt. Die Situation eskaliert. Im Affekt sticht Frau Beutler zu. Sie hat die Leiche gefunden. Oder wusste sie, wo sie war? Aber ich würde niemals. Das ist doch wirklich sehr verdächtig. Du wagst es, sie zu beschuldigen? Wir machen bei dir weiter. Joanna Schneider. Früher war sie das beliebteste Mädchen der Schule. Sie freut sich richtig auf dieses Klassentreffen, lädt alle ein, übernimmt die Organisation. Bald merkt sie jedoch, sie steckt immer noch in diesem Kaff fest, während alle anderen sich weiterentwickeln. Meistens kann sie nicht mitreden. Sie streitet sich viel mit ihrem Mann. Sie ist verzweifelt und unglücklich in ihrer Ehe. In dieser Lage findet sie Herrn Johnson. Ein Lehrer, der schon immer ein zu gutes Verhältnis zu den Schülerinnen hatte. Sie sind beide betrunken. Herr Johnson ist hilfsbereit. So kommen sie sich nah. Doch da stolpert Quentin unglücklich in den Raum. Beiden ist klar, die Geschichte darf niemals ans Tageslicht kommen. Und so beseitigen sie Quentin. Joanna versucht dann alles Micha anzuhängen und stellt sich selbst als Opfer dar. Warte, hey! Genau. Bevor wir jetzt zu voreiligen Schlüssen kommen, biete ich euch eine weitere Version an. Ach ja? Und um wen geht es da? Um Luisa und Merle. Einige von uns wurden von Quentin ausgenutzt. Einige hat er verletzt. Anderen gegenüber hat er sich ekelhaft benommen. Hier geht es um Letzteres. Beide hatten sich viel Mühe gegeben, ihn einzubeziehen. Sie haben mit ihm geredet, getanzt, sogar Drogen hat er von ihnen bekommen. Quentin ist solche Freundlichkeit nicht gewohnt. Er dachte sich vielleicht, er würde am Ende des Abends mit beiden nach Hause gehen. Als seine Annäherungsversuche auf keinerlei Gegenliebe stoßen, wird er ungehalten. Er hat schließlich etwas aus sich gemacht. Er ist ein Gewinner, den weist man nicht ab. Er hat es vor allem auf Luisa abgesehen, die er bereits auf der Tanzfläche bedrängt. Er übertritt die rote Linie, in Notwehr greift Merle zum Eisblick und sticht auf ihn ein. Luisa bekommt die Wut. In Rage fügt sie Quentin die restlichen Stiche zu. Das ist eine Lüge! Interessante Geschichte. Aber ich glaube, ich darf die interessanteste erzählen. Viel zu schnell sind unsere beiden Detektive aus dem Fokus geraten. Quentin hat Nils vor seinen alten Freunden und ehemaligen Klassenkameraden für sein Lebensmodell gedemütigt. Amy ist ein großes Fragezeichen. Wir wissen nicht, warum sie Quentin verabscheut, aber sie ist von uns allen am meisten verdächtig. Schaut euch die angeblichen Motive an.
Keines davon reicht aus, um einen Mord zu rechtfertigen. Ich bitte euch. Amys Motiv ist größer als alle anderen, auch wenn wir nicht wissen, wie es aussieht. Die beiden haben einen Großteil des Abends miteinander verbracht. Genug Zeit, um einen Mord zu planen und durchzuführen. Unter einem Vorwand locken sie Quentin von der Feier weg. Quentin ahnt nichts und hat keine Chance, sich zu wehren. Doch etwas geht schief. Denn Micha wird festgenommen. Das wollten beiden nicht. Und so schwingen sie sich zu Detektiven auf. Lassen sogar die selbstversteckte Mordwaffe auftauchen, weil es Joanna verdächtig macht. Doch das Spiel dauert zu lange, bis die beiden sich gegenseitig nicht mehr decken können und die Wahrheit langsam ans Licht kommt. Das ist lächerlich! Wir haben doch nur versucht, den Mord... Ja, und was ist mit Lina? Wir haben jetzt Geschichten von allen gehört, außer von Lina. Lina hat ihren Traum gelebt. Sie hat die Welt bereist. Als Grafikdesignerin konnte sie von überall arbeiten, brauchte dafür aber genug Aufträge. Ein Glücksfall also, dass Quentin ihr einen langfristigen und gut bezahlten Auftrag einbrachte. Viele andere Aufträge hat sie dafür abgesagt. Doch von heute auf morgen löst Quentin den Vertrag mit ihr auf. Hätte sie nur das Kleingedruckte gelesen. Sie muss das Weltenbummlertum an den Nagel hängen und kommt wieder nach Deutschland. Nach außen sagt sie, dieser Lebensabschnitt hätte sein natürliches Ende gefunden. Aber denkt sie das wirklich? Glaubt sie sich das selbst? Oder merkt sie erst jetzt, was Quentin ihr genommen hat? Heute Nacht kam es zum Streit, als Lina Quentin nochmal damit konfrontiert hat. Quentin wollte davon nichts wissen, es war ja nicht sein Problem. Lina hatte mindestens eine Entschuldigung, eigentlich mehr als das erwartet. Vor Wut sticht sie auf Quentin ein. Aber was nun? Gut für Lina, dass Micha sich als Opfer ihres Verbrechens anbot. Niemals hätte sie ihn beschuldigt, es sei denn, sie musste sich selbst schützen. Was ich gefunden habe. Du? Amy, hast du Joanna gesehen? Mhm. Okay. Komm mit jetzt, komm! Los, weiter! Geh weiter!
Sie ist weg. Joanna? Ja, wir können sie nirgends finden. Merle konnten wir auch nicht finden. Du hast ihn umgebracht. Das ist alles deine Schuld. Ich wollte ihn nicht. Quentin und ich waren ein Paar. Wir waren 6 Jahre zusammen. Er war damals schon arrogant und überheblich. Aber ich habe ihn geliebt. Seine Firma wurde immer erfolgreicher, was mich freute. Aber unterm Strich war es mir egal. Hier rechts! Wir wissen immer noch nicht, ob es überhaupt eine von den beiden war. Lächerlich, echt. Denkst du, die beiden sind einen Kaffee trinken gefahren? Leute, jemand hat gerade seinen Standort mit mir geteilt. Über Johnsons Handy. Der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen. Das habe ich schon gemerkt. Aber ich dachte mir nicht viel dabei. Ich dachte, unsere Beziehung ist okay. Bis ich eines Tages früher als erwartet von der Arbeit nach Hause kam. Ich dachte, ich entscheide, ob es mit uns weitergeht oder nicht. Er hat mich in unser Lieblingsrestaurant eingeladen. Und ich dachte, ich höre mir an, was er zu sagen hat und dann entscheide ich. Aber er meinte nur, wir könnten vielleicht Freunde bleiben. Hat mir gesagt, wie seine Neue heißt. Und dass er jetzt weiter muss. Ich war so wütend. Er musste dafür bezahlen. Die Frage war nur wann, wo und wie. Mir ganz schön in die Quere gekommen heute Nacht. Wie bescheuert muss man sein, einfach auf gut Glück jemanden zu beschuldigen. Wie bescheuert muss man sein, jemanden umzubringen? Ich bin eine Mörderin, aber du bist trotzdem verrückter als ich. Was geht nur in deinem Hirn vor? Ich hatte alles genau geplant. Ich habe Luisas MDMA mit einer Mischung aus Schlafmitteln und K.O.-Tropfen versetzt. Ich hatte Quentin genau an der richtigen Stelle. Ich wollte warten, bis das Zeug wirkt und es dann wie Selbstmord aussehen lassen. Ich habe an alles gedacht. Sogar an die Jacke, falls ich Blut abbekomme. Aber wem sag ich das? Du hast sie ja gefunden.
wollte ihm mit dem Eispickel die Pulsadern aufschneiden. Den hatte heute Abend ja jeder mal in der Hand. Quentin hat mich dann provoziert. Wir sind die Sicherung durchgegangen. Nicht mein bester Moment, zugegeben. Du bist wahnsinnig. Wie ich hörte, läuft deine Ehe auch nicht optimal. Vielleicht schaust du dir ein bisschen was von mir ab. Ich will niemals. Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es sah jetzt natürlich nicht mehr wie Selbstmord aus. Ich musste Eispickel und Jacke loswerden. Aber Frau Beutler hat Quentin gefunden, bevor ich soweit war. Ich dachte, wenn ich nicht wie alle zum Tatort gehe, wirkt das verdächtig. Deshalb habe ich beides erstmal übergangsweise versteckt. Dann kam ja dein großer Auftritt. Mit Micha hast du alles durcheinander gebracht. Das war so unglaubwürdig. So eine Dynamik konnte ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich habe noch einige Male versucht, den Eispickel zu reinigen. Aber immer war jemand im Weg. Dann habe ich die Diskussion über die Motive eingeleitet. Ich wusste, alle könnten es getan haben. Allen konnte ein Motiv angedichtet werden. Danach hat sich niemand mehr über den Weg getraut. Endlich Zeit, die Spuren zu vernichten, doch... Dann habe ich die Jacke gefunden. Und das ist auch der einzige Grund, warum du jetzt hier bist. Hier rechts? Ja, genau. Ich werde dich verschwinden lassen und dann selbst untertauchen. Und dann weiß niemand, was heute Abend wirklich passiert ist. Lass mich los! Ha ha ha.